Du willst oben mitspielen, Tauli? Aber wenn du wirklich oben mitspielen willst, Tauli, dann musst du halt jeden Tag Minimum 8 Stunden zocken. Die ersten 4 Wochen. Minimum. 8 Stunden ist schon fast wenig. Das ist fast, also das ist schon unterdurchschnittlich. 4 Wochen, ja, Minimum. Das letzte Mal war der erste Typ Level 160 nach 4 Tagen. Oder nach 4 Tagen Spielzeit oder so. Also. Und der hat sicherlich nicht 8 Stunden am Tag gespielt. Eher so 18 bis 23. Also 8 Stunden ist schon sehr wenig. Für oben mitspielen. Das bekommst du hin, aber nur im Urlaub? Hm. Du musst es einfach so machen. Die neue Taktik für den nächsten FEC ist einfach, du machst ein Sabbatical. Also du wartest quasi, also jetzt ist es eigentlich schon zu spät, also jetzt ist schon fast zu spät. Aber du machst quasi direkt nach dem FEC. Also FEC endet und einen Tag später oder zum nächsten 1. des Monats, whatever, fängst du an für ein Sabbatical aufzuarbeiten. Das heißt, du machst jede Woche 50 bis 60 Stunden, haust übelst die Mehrarbeit rein und dann, sobald der FEC startet, sagst du, jetzt nehme ich mein Sabbatical in Anspruch. Boom, du bist weg, monatelang, musst nicht mehr arbeiten, kriegst trotzdem Kohle überwiesen und kannst den ganzen Tag Flash spielen. Wenn sie dich fragen, und was hast du in deinem Sabbatical gemacht? Warst du auch in Südamerika? Ja, Südamerika, genau. Ich war in Madrigal. Oh, das klingt exotisch. Wo ist das denn? In Südamerika. Und dabei hast du den ganzen Tag daheim gezockt und 18 bis 23 Stunden Flive gespielt. Wie so ein richtig dreckiger Suchti. Und alle dachten, du erlebst irgendwo Abenteuer oder, keine Ahnung, machst sonst irgendwas. Und dabei hast du die ganze Zeit Flive gesuchtet. No joke, ich könnte mir legit vorstellen, dass es Leute gibt, die sowas machen können. Also wenn es Leute gibt, die... Hat beim letzten FEC ja jemand erzählt, was war, ich weiß gar nicht mehr, hat irgendwie einer, der 12.000 € im Monat verdient hat oder so. Wo ich ja gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass Leute 2.000, 3.000 € für cleane Waffen ausgeben? Und dann hat ja jemand gesagt, dass da manche dabei sind, die so viel verdienen, dass es für die halt Peanuts sind, wenn sie mal 2.000, 3.000 € im Monat oder an einem Tag cashen oder so. Dass es denen quasi wurscht ist, weil sie so viel Geld haben, dass es ihnen scheißegal sein kann. Und, I mean, wenn es Leute gibt, die zu sowas bereit sind, in Anführungszeichen, dann gibt es bestimmt auch Leute, die bereit sind, quasi, das wäre schon Wahnsinn, sein ganzes Jahr nur auf den FEC-Server, nur auf Flive zu programmieren. Aber mei, gibt bestimmt Leute, die es machen würden. Zu kündigen? Naja, kündigen bringt dir ja nichts, dann hast du ja keine Kohle mehr zum Cashen. Du willst ja Kohle und Zeit. Also ein Sabbatical ist eigentlich genau das, was du willst. Du kriegst weiter Kohle, aber du musst nicht arbeiten gehen. Hartz IV regelt. Hartz IV gibt's doch nicht mal mehr, oder? Gibt's es überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Da ich noch nie arbeitslos war, habe ich mich damit noch nie wirklich befasst. Aber... yeah. Es wird spannend. Was auch lustig wäre, die Leute schmieden die krassesten FEC-Pläne, wie das, was wir jetzt gesagt haben. Und dann kommt nächstes Jahr im Mai einfach die Meldung, ja, FEC 2025 fällt aus. Und alle nur Surprised Pikachu-Face. Ich habe schon eine zweite Hypothek auf mein Haus aufgenommen. Ihr könnt jetzt kein FEC absagen. Bruh. Katheter und Tropf am Rechner installieren, damit man nicht mehr aufstehen muss.
Ja, das sagst du so, aber ich will es nicht wissen, ey. Gab es nicht mal so eine Story von irgendeinem Typen, der echt immer in so Eimer gepisst hat oder so? Damit er nicht aufstehen muss, wenn er aufs Klo muss? Da gab es irgendwie mal so eine Story. Auch von so einem Hardcore-Suchti. Der hat legit sein Zimmer nicht verlassen. Der hat in irgendwelche Eimer und irgendwelche solche Kanister gepisst. Disgusting. Also manche Leute ist schon echt krank. Also es gibt quasi süchtig oder es gibt wirklich krankhaft geistesgestört. Ungesund süchtig. Wahnsinnig süchtig. Also, das verstehe ich halt aber auch nicht, weil das ist halt. Das sind dann schon solche Extreme. Ich meine, das kannst du ja legit nicht mal mehr jemandem erzählen. Also, ich meine, wenn du so sagst, yo, ich habe neuer Server von einem Spiel, das ich spiele, ist gestartet. Ich habe jeden Tag 12 Stunden gezockt für 2 Wochen oder so. Ich meine, klar, für den normalen Menschen, der jetzt mit Zockern so oder mit Zocken generell so überhaupt nichts zu tun hat, der würde sich da auch schon denken, wow, was geht bei dir ab, Alter? Aber ich sag mal so, dass das, wenn du es so sagst, naja, es waren ja nur 2 Wochen, ich hatte Urlaub und ich hatte richtig Bock und so, ganzes Jahr drauf gefreut. Oder was es ja auch oft gibt, sind so Leute, die, wenn ein neues Spiel released wird, sich dann auch extra Urlaub nehmen. Und bei einem neuen Game weißt du ja meistens auch, wenn es released wird, nimmst du Urlaub und zockst dann auch jeden Tag irgendwie 8, 10 Stunden oder so. Ich meine, das macht man halt einmal im Jahr oder so. Aber wie gesagt, sowas kannst du ja legit keinem erzählen dann. Was erzählst du den Leuten dann? Ja, ich bin so süchtig, ich habe 2 Wochen mein Zimmer nicht verlassen und in Flaschen gepisst. So, wait, was hast du gerade gesagt? Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden. Du hast was? What the fuck? So viel Zeit muss sein. So hast du das bei Edward 2 mit den Festen gemacht? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber 2 Wochen Urlaub genommen. Krass. Ja, also so direkt habe ich das noch nie gemacht. Also ich meine, wenn ich Urlaub nehme, zocke ich viel, ja. Aber dadurch, dass du bei Flive nie wirklich was planen konntest bisher, hat sich das nie wirklich ergeben. Also ich hätte es vielleicht getan, aber das Problem ist bei Flive, du erfährst es ja immer erst, wenn es schon viel zu spät ist. Ja, zum Beispiel beim FEC-Server, wir erfahren es frühestens 2 Wochen vorher. Manchmal erfährst du ja selbst ein neues Update. Du weißt zwar, dass das Update kommt, du hast aber keine Ahnung wann. Und plötzlich 2 Tage vorher heißt, yo, neues Update in 2 Tagen. So, ich meine, da kannst du überhaupt nicht drauf reagieren als normaler Mensch. Also ich meine, vielleicht hast du das Glück und du hast einen Job, wo du so schnell reagieren und einfach Urlaub nehmen kannst. Aber ich meine, das ist schon ein bisschen kurzfristig. Also normalerweise ist das ja schon so, dass man ein paar Wochen oder Monate vorher schon sich um die Urlaubsplanung kümmert. Manche Leute müssen zu Beginn des Jahres festlegen, wann sie Urlaub nehmen. Also zumindest bei Urlaub, der Minimum eine Woche geht oder so. Es gibt ja auch ganze Jahresplanungen und sowas bei Urlaub. Also den Luxus hat auf jeden Fall nicht jeder, dass man so Shotgun-mäßig reagieren kann. Und vor allem kannst du ja auch nicht sagen, yo, ich brauche jetzt sofort Urlaub, in 2 Tagen, ich brauche jetzt Urlaub. So würden vielleicht viele Leute noch mitgehen, aber dann auch nicht so, dass du sagst, ich brauche jetzt in 2 Tagen 4 Wochen Urlaub. Ich meine, da musst du schon einen extrem interessanten oder einen extrem ungewöhnlichen Job haben, dass du das einfach so durchgeboxt bekommst. So dass du komplett out of nowhere einfach für 4 Wochen fehlen kannst. Das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. Deswegen ist es bei Flive halt eigentlich unmöglich, das wirklich zu planen. Auch jetzt mit dem Update, was kommt. Wir wissen seit 2 Wochen schon wieder, also seit 11 Tagen oder so, wissen wir, dass ein Update kommt. Aber halt nicht genau wann. Also mal angenommen, du hättest erwartet, das Update hätte heute kommen müssen. Heute ist der Donnerstag. Also bis gestern wusste man nicht, dass das Update heute nicht kommt. Und das heißt, mal angenommen, du hättest jetzt ab heute Urlaub dir eingetragen oder beantragt. Ja, man kannst du dann auch nicht sagen, ja, scheiße, ich brauche doch keinen Urlaub. Ich gehe jetzt doch arbeiten. So. Also, das ist bei Flive, das ist richtig scheiße. Vor allem,
wenn du dann sagst, ach, scheiß drauf, nächste Woche kommt das Update bestimmt. Und dann kommt es nächste Woche auch nicht. Dann hast du schon 2 Wochen Urlaub verballert und das Update ist überhaupt nicht released worden. Imagine einfach. Hast du den Urlaub extra nur fürs Update beantragt, dann kommt's nicht und dann musst du wieder arbeiten gehen und dann kommt's.